Reizdarmsyndrom. Durchfall, danach Verstopfung, ein riesiger Blähbauch, Bauchschmerzen, die Angst vor Lebensmitteln, die sich entwickelt, dann sich zurückziehen, in eine Einsamkeit kommen. Wir sind uns alle einig, diese Diagnose ist nicht schön. Man könnte sagen, man hat mit dieser Diagnose wortwörtlich die Arschkarte gezogen. Und bevor ich mit euch ganz tief in die Kloake schaue, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Priscilla Bucher, ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin und arbeite als ayurvedischer Gesundheitscoach. Warum mache ich diesen Kanal? Ich bin selbst am Reizdarmsyndrom erkrankt und zwar 10 Jahre lang war ich auf der Suche nach einer Lösung. Und ich bin von Arztpraxis zu Arztpraxis gegangen und niemand im System hatte wirklich die Zeit, mit mir mal die ganze Lebenssituation anzuschauen, die Ernährung. Ich hatte zwar vom Krankenhaus aus Ernährungsberatung, da war die Foodmap-Diät und andere Sachen, die ausprobiert wurden, aber es hat nichts wirklich geholfen. Ich habe dann angefangen, selber zu recherchieren und habe diese Abläufe so interessant gefunden, was eigentlich in unserem Körper so abgeht und habe es mir nun zur Aufgabe gemacht, diese komplizierten Abläufe ganz einfach in Videos zu erklären. Und ja, ein bisschen Freischnauze, ihr werdet es gleich merken. Also ganz wichtig, ich bin keine Ärztin und keine Heilpraktikerin. Um eine Therapie anzufangen oder abzubrechen, sprecht immer mit eurem Arzt oder Heilpraktiker. Oder Ärztin oder Heilpraktikerin. Reizdarmsyndrom. Natürlich beruhigt einem die Tatsache, dass man nicht an Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn erkrankt ist. Dass man mit dieser Diagnose sogar alt werden kann. Aber ich fragte mich dann immer, möchte ich so wirklich alt werden? Das ist doch kein Leben. Ich weiß nie wirklich, was passiert. An manchen Tagen kann ich Dinge essen und an anderen Tagen liege ich weinend vor Schmerzen im Bett. Ja, der Blähbauch wurde zum Teil so groß, ich habe mir halt einfach Leggings gekauft und irgendwie lockere Oberteile, aber damit habe ich das Problem, wirklich das Problem bei der Wurzel nicht gepackt. Ja, darum bin ich natürlich zu Arzt und Arzt getickert in der Hoffnung, dass sie mir helfen können. Und dabei wurde sicher auch gut Geld an mir verdient. Zum Beispiel wurde der IgG-Test gemacht, der echt viel Geld gekostet hat. Seit Jahren warnen Allergologiegesellschaften davor, dass solche Tests gegen Null eine Aussagekraft haben. Wenn der Körper IgG oder Immunglobulin G entwickelt hat oder anzeigt, dann bedeutet das lediglich, dass der Körper diese Nahrungsmittel schon einmal gesehen hat. Ja, mit diesen Tests habe ich mir lediglich eine Essstörung eingefangen, weil ich angefangen habe, auf rot markierte Lebensmittel und darunter waren auch gesunde Lebensmittel, angefangen habe zu verzichten. Nach meiner Erfahrung nach ist es so, wenn wir anfangen auf Obst und Gemüse zu verzichten, dann ist es der Anfang vom Ende. Also, die Probleme wurden noch schlimmer. Ich ging weiterhin von Arztpraxis zu Arztpraxis. Eine ätzende Darmspiegelung nach der anderen. Ja, und ich durfte mir über die Jahre Dinge anhören wie: Sie sind schmerzempfindlich. Ja, höchstwahrscheinlich bilden Sie sich die Schmerzen nur ein. Möchten Sie nicht arbeiten? Antidepressiva könnten in Ihrer Situation wirklich für Erleichterung sorgen. Nehmen Sie doch einfach künstliche Probiotika. Lassen Sie ballaststoffreiche Lebensmittel weg. Schäm dich doch nicht für diesen Blähbauch. Trage einfach weite Kleider. Diese Ratschläge hatten nichts mit der Ursache meiner Beschwerden zu tun. Im Gegenteil, sie gaben mir als Betroffene sogar das Gefühl, schuld am Reizdarm zu sein. Was nicht stimmt, niemand ist freiwillig krank. Krank sein ist einfach nur mega beschissen. Ja, das Wort passt zu der Reizdarmsyndrom-Diagnose. Also bitte hört auf, Menschen ihr Kranksein als Selbstverschulden unter die Nase zu reiben, nur weil man die Ursache der Symptome nicht kennt. Nach jahrelangem Leiden bin ich auf die Bücher von Anthony William gestoßen und ich lernte die Ursachen meiner Beschwerden kennen. Ja, und damit bekam ich sofort eine Lösung an die Hand. Ja, und da ich in meinem zweiten Leben Drehbuchautorin und Regisseurin bin, habe ich ein kleines Theaterstück vorbereitet. Ich liebe Szenen, das heißt, wir haben das Ganze jetzt in kleinen Szenen zusammengepackt, um ganz einfach zu erklären, was ein solches Reizdarmsyndrom auslösen kann. In diesem Stück spielen 6 Hauptrollen mit. Da wäre die träge Leber, der gestresste Magen,
der erlahmte Darm, pathogene Keime wie Viren, Bakterien und Schwermetalle, gesunde Nahrungsmittel und ungesunde Nahrungsmittel. Und auch andere Gestalten tummeln sich in diesem Drama. Zuerst stelle ich euch die Hauptrollen vor und was ihre Aufgaben sind. Und dann tauchen wir ein in das Theaterstück. Das bin ich. Die etwa 1,5 Kilo schwere Leber ist die größte Drüse und das zentrale Organ für den Stoffwechsel des Körpers. In ihr werden lebenswichtige Nährstoffe gespeichert und das Blut von Giftstoffen befreit. Knapp 2000 Liter werden jeden Tag durch die Leber gepumpt. Das sind in etwa 1,5 Liter pro Minute. Die Leber liegt im rechten Oberbauch. Wird die Leber träge, weil sie überrollt wird von Hormonen, Pestiziden, pathogenen Keimen, Stress, Alkohol, fettigem Essen, dann können folgende Symptome auftauchen. Erschöpfung, Schlaflosigkeit, Gewichtszunahme, Akne, Bluthochdruck, Diabetes, aber eben auch Verdauungsprobleme. Keine Zeit! Unser Magen ist im leeren Zustand nur so groß wie eine Faust. Dennoch leistet er enorme Arbeit. Innerhalb eines Lebens von 70 Jahren verarbeitet der Magen 50.000 Liter Flüssigkeit und 30.000 Kilo Nahrung. Er verfügt über verschiedene Salzsäuren und je nachdem, was er zu verdauen hat, fügt er die richtige Menge oder die richtige Kombination zu. Die Salzsäure wird auch Magensäure genannt. Die Magensäure übernimmt einen Teil der Verdauung und macht dank ihrem sauren pH-Werts pathogene Keime unschädlich. Der Magen liegt unter dem Zwerchfell und der tiefste Punkt befindet sich etwa auf Nabelhöhe. Oh Mann! Der Darm erreicht eine Länge von bis zu 8 Metern. Der Durchschnitt ist aber nur wenige Zentimeter breit. Würden wir den Darm jedoch mit all seinen unzähligen Erhebungen und Sotteln auswallen, dann würde die Oberfläche etwa 30 bis 40 Quadratmeter sein. Er verfügt über viele Millionen Nervenzellen, die ähnlich agieren wie unser Gehirn. Und natürlich wie beim Magen passiert in einem ganzen Leben etwa 50.000 Liter Flüssigkeit und 30 Tonnen Nahrung. 70 bis 80% aller Zellen, die Antikörper produzieren, sitzen im Darm. Sie befinden sich nämlich in der Darmschleimhaut. Aus dem Weg, wir sind viele. Ja, Sie sind die Bösewichte in diesem Stück. Mal einzelne Namen genannt, Streptokokken, Epstein-Barr-Virus oder Quecksilber. Alles, was du brauchst von Mutter Natur für dich. Love, love, love. Gesunde Nahrungsmittel sind entzündungshemmende Nahrungsmittel. Ihr kennt uns schon aus der Werbung und wir schmecken geil. Und ja, wir schmecken geil. Ungesunde Nahrungsmittel sind sogenannte No-Foods. Und nun zu unserem Theaterstück. Tadadada, Vorhang auf. Wir haben eine träge Leber. Durch Fehlernährung, pathogene Keime, Stress, Hormone, Gifte. Ja, die träge Leber schafft es nicht mehr, genug Gallenflüssigkeit zu produzieren. Hey Leber, bilde mich. Na los, mach schon. Daher sendet sie einen Notruf an den Magen. Sorry, geht nicht, aber ich sag dem Magen Bescheid. Hey Magen! Ja bitte? Es wird zu viel Fett verarbeitet, die Gallenflüssigkeit geht zurück. Verstanden! Nun produziert der Magen mehr Magensäure, damit der Fettanteil im Blut nicht zu hoch wird. Denn wenn das Blut zu dick würde, würde weniger Sauerstoff ins Herz und noch weniger Glucose in unser Gehirn kommen. Aber da kommt schon der große Gegenspieler der Magensäure ins Spiel. Es ist der Stress. Hallo Magensäure, komme ich ungelegen? Ja, sehr gut. Bei chronischem Stress bauen wir Magensäure ab und verhindern die Verdauungsfähigkeit. Ja, und dies hindert gute Bakterien am Wachstum und fördert wiederum schädliche Bakterienstämme. Die Magensäure hat auch noch zusätzliche Gegenspieler und das sind Medikamente, Antibiotika, Immunsuppressiva und Antipilzmittel. Lass uns durch, wir sorgen hier für Ordnung, weil ihr es nicht packt, ihr Luschen. Die träge Leber lässt Toxine, Schwermetalle, ranzige Fette,
über die Lebervenen mit der Gallenflüssigkeit in den Verdauungstrakt. Aber Achtung! Wenn durch die träge Leber zu wenig Gallenflüssigkeit produziert werden kann, dann beeinflusst das die Peristaltik und es kann zu Verstopfung führen. Die Peristaltik ist die Bewegung des Darmes und er schafft es einfach nicht, diese ganzen Nahrungsbreie, die im Darm festhocken, rauszuleiten. I like to move it. Geht aber gerade nicht. Wir haben nun also dichte Fette und Proteine, die weder von der Magensäure noch von der Gallenflüssigkeit gut zerlegt werden könnten und nun so in den Dünndarm gelangen. Im Dünndarm dienen Fette und Proteine den pathogenen Keimen als Nahrung, wie zum Beispiel dem Streptokokken. Lecker! Es kommt zu schmerzhaften Entzündungsstellen, zu Verstopfung und Durchfall. Ja, denn pathogene Keime, sie lieben Leberabfälle. Sie vermehren sich und entzünden den Darm. Aua! Ja, und dazu kommt, dass diese faulenden Nahrungsreste durch das Fehlen der Peristaltik da hocken bleiben im Darm. Sie werden nicht mehr richtig ausgeschieden. Also sammeln sich ranzige Fette in den Darmauskleidungen. Und hier entsteht doch so oft durch die Fette der Pommes, des Nussmus, des Schweinefleisches, der Butter eine Dünndarmfehlbesiedlung. Uns ist alles wurscht. Ja, und die Dünndarmfehlbesiedlung ist die Partymeile der pathogenen Keime schlechthin. Hebt die Hände zum Himmel! Woo! Daraus kann sich ein Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis, Vermehrung von Bakterien wie zum Beispiel Helicobacter pylori entwickeln. Auch Hämorrhoiden, Polypen und Fissuren können nun entstehen. Nun fragt sich der Held in diesem Theaterstück. Und übrigens, der Held, das bist du. Du bist der Held oder die Heldin in dieser Geschichte. Du fragst dich also, was kann ich tun? Ich habe mich dann auch gefragt, Entschuldigung, ja, was kann ich tun? Die Antwort ist ganz einfach. Wir können unserem Darm helfen, wenn wir unserer Leber helfen. Und somit helfen wir all unseren Hauptrollen in unserem Körper. Außer der ungesunden Nahrung und dem pathogenen Keimen. Ich für meinen Teil habe mich für ein Leben entschieden mit weniger Stress, mit Nahrung, die die pathogenen Keime aushungern. Ja, wie ich das konkret umgesetzt habe. Ich habe mich entschieden, ein leberschonendes Leben zu leben. Leberschonendes Leben zu leben. Das ist ein Rap. Leberschonendes Leben zu leben. Ich bin Leberretterin. Also, ich habe folgende Dinge aus meinem Leben gestrichen. Stress, Alkohol und Zigaretten, Eier und Milchprodukte, Mais- und Sojaprodukte, Schweinefleisch, Fisch aus Zucht, tierische Fett- und eiweißhaltige Nahrungsmittel, glutenhaltiges Getreide, raffinierter Zucker und Rapsöl und Glutamat und Zitronensäure, zugesetzte natürliche und künstliche Aromastoffe sowie natürlich Fertiggerichte, die echt viel Konservierungsstoffe in sich tragen, die unserem Darmmikrobiom gar nicht gut tun. Ja, aber was braucht unser Darm? Oh, es nervt, wenn ich immer Sachen weglassen muss. Was kann ich dann zufügen? Da habe ich auch eine gute Nachricht. Was ich zugefügt habe, um zurück in mein Gleichgewicht zu kommen, waren folgende Dinge. Natürliches Probiotika, was sich auf Biogemüse und Obst befindet. Ja, man kann überrascht sein, was da so auf einem roten Bio-Apfel hockt. Erhöhte Mikroorganismen aus Sprossen. Ganz empfehlenswert bei den Sprossen sind Alfalfa, Brokkoli, Klee und Boxhornklee. Frisch gepresster Selleriesaft auf nüchternen Magen. Er ist der Magensäurebooster, Lebererquicker und Darmreiniger schlechthin. Koriander und Petersilie, am besten täglich eine kleine Handvoll. Also meine Hand ist von Natur aus klein. Bei mir ist es eine Handvoll. B12, ausreichend Wasser trinken, Ruhephasen und Bewegung in der Natur und natürlich genügend Schlaf. Am besten vor 22 Uhr schlafen. Mit diesen Punkten habe ich mein Reizdarmsyndrom überwinden dürfen. Yes! Und nun darf ich meine eigene Heldengeschichte leben, so wie ich ein Theater für mich selbst schreiben würde. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen auch. Wenn dir dieses Video geholfen hat, dann schick es bitte gerne weiter an Betroffene. Denn ich weiß, wie es ist, wenn man leidet an einem Reizdarmsyndrom und sich selbst die Schuld daran gibt. Ich freue mich sehr über dein Thumbs up
und deine Kommentare und wie gesagt, leite es weiter. Die Botschaft darf weit, weit, weit rausgebracht werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!